Herzlich willkommen zu Synths and Stuff, die erste Ausgabe hier bei Sven aus dem Wohnzimmer, auch bekannt als Captain Langeweile, live. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin nochmal? Über 4 Jahre jetzt, ja. Über 4 Jahre, okay. Aber deine Geschichte begann nicht in Berlin, sondern vorher schon im Erzgebirge. Ganz weit weg im Erzgebirge, ja. Okay. Und wie ging das bei dir los mit Musik, Synthesizer, elektronischer Mucke und so? Interesse war immer da irgendwie, aber jo, richtig spielen dann so mit 16, 17 auch. Richtig ordentlich dann irgendwas zu machen. Okay, und was war so die erste Inspiration oder wo war das erste Interesse? Mit was ging das los? Also Interesse war ja immer schon da in Videospielen, wie gesagt, diverse Kraftwerksachen auch, irgendwelche Synth-Pop aus der DDR, also ein ganz weites Spektrum eigentlich, irgendwie hauptsächlich ja als Kind Indie wie Radiomusikzeugs, ja, so Sachen. Okay. Schlimme Sachen. Was war dein erstes Instrument, was du so hattest? Also wenn ich mich richtig entsinne, war das eine Trommel, eine Blechtrommel. 2 oder 3. Okay. Die war aber ganz schnell wieder weg. Kann ich mir was vorstellen. Ich fand die gut. Das Umfeld nicht. Okay. Und der erste Synthesizer, Keyboard, irgendwas, was in die elektronische Richtung ging? Also das erste war eine Vermona-Orgel eigentlich, wo ich mit Kontakt hatte. Ja, und dann irgendwie ein Yamaha Porta Sound Ding irgendwie. Welche Bands inspirieren dich? Viele. Sehr, sehr viele. Inspirieren ist so ein Ding. Inspirieren kann man schlecht sagen. Ich mag viele Bands. Was ich dann mit rausnehme, kann ich selbst überhaupt nicht irgendwo bezeichnen oder kann ich nicht sagen, was ich davon mitgenommen habe. Es gibt vieles, was mich bewegt an Musik. Inspiration kommt mehr dann von mir. Okay. Hast du ein paar Beispiele an Bands irgendwie so? Vielleicht auch ein paar Platten, die du jetzt vielleicht erwähnen würdest? Ich habe zufällig was vorbereitet. Hört. Da hätten wir ganz einfach die erste, die mich sehr inspiriert hat. Du kennst die Platte auch, vermutlich. Ja, kenne ich sehr gut. Ist ein Klassiker. Gut jetzt. Okay, weitere? Natürlich unser beider Steckenpferd. Logisch. Braucht man auch nicht viel erklären, glaube ich. Ja. Ja. Und von früher habe ich noch was rausgesucht. Mochte ich auch. Project Pitchfork. Sehr, sehr gern. Ja. Werden wir uns übrigens demnächst das Konzi anschauen. Richtig, richtig. Das wird sehr interessant. Wo wir gerade bei Konzerten und Live-Vorstellungen sind. Oh je. Was war dein Lieblings-Live-Konzert bis dato? Es gibt viele, die toll waren. Es gibt wirklich richtig, richtig viele, die toll waren. Alien 6 Feet natürlich war toll, klar. Aber jetzt irgendwo ein Lieblingskonzert zu haben, nee, kann ich schlecht sagen. Okay. Also wäre ungerecht den Bands gegenüber. Na, hätte ja sein können, dass vielleicht eine irgendwie raussticht oder so mit ihrer Live-Performance oder so. Es gab viele schlechte Konzerte, die ich gesehen habe. Es gab aber auch viele verdammt gute. Also. Naja, schlecht machen wollen wir jetzt heute keinen, wa? Nee, das lassen wir sein. Okay. Wie inspirierst du dich? Das würde ich jetzt einfach mit den Schallplatten und so weiter. Durchs Umfeld. Musik draußen, Videospiele, Filme, Klänge, die ich irgendwo manchmal mitbekomme. Irgendwas, was ich am Synthesizer zusammenstelle, schraube, irgendwie ein Instrument, einen Klang, keine Ahnung, alles ist Inspiration irgendwie. Inspiration kommt ja oft auch von selbst. Okay. Das kann die dicke Frau im Späti sein, keine Ahnung. Welche Synthesizer benutzt du, Sven, und warum? Hauptsächlich natürlich Moog Prodigy, den Vermona und ja, seit letztens dann den Korg.
dem Microkorg. Okay. Was dazu noch kommt, ist dann Monotribe für Drums etc., aber auch relativ neu. Ne? Okay. Ja. Ansonsten dann hauptsächlich Amiga teilweise noch mit und den Casio CZ101. Die sind dann da drüben in der Ecke. Das sind die zwei hier, ne? Da und ja. Gibt es zu einem von deinen Synthesizer eine Geschichte? Eine Geschichte weniger. Das war der erste Analoge, den ich je besessen habe. Das war dein erster Synthesizer? Die Orgel war zwar auch analog, aber das ist der erste analoge Synthesizer, den ich besessen habe selber. Seit wann hast du den? Müsste so 2001, 2002 sein, circa. Okay. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Gibt es einen Synthesizer, von dem du dich trennen wirst demnächst? Hier aus einem Set? Derzeit glaube ich gar keiner, weil das passt alles so perfekt zusammen, das ist exakt so, wie ich es möchte. Okay. Da würde dann wieder irgendwas fehlen und nö, ist alles so gut, wie das ist. Gibt es einen, den du noch zulegen möchtest? Momentan eigentlich auch nicht. Ich bin Nicht? da wunschlos glücklich. Okay. Du machst Modding, du hast Ja, Circuit Bending, Krimskrams in die Richtung? ein bisschen. Eigentlich eher Reparaturen und wenn was kaputt ist, ganz einfach irgendwie. Circuit Bending jetzt weniger. Ich kenne mich ein bisschen mit aus. Beim C64 kann ich ganz gut irgendwas verbasteln. Cut-Off oder irgendwas. Ja, Tripoti und so. Ist okay. SD-Karten, Laufwerke, das ist okay. Aber Circuit Bending weniger. Okay. Und wie ist denn deine Verkabelung hier? Wie ist dein Studio aufgebaut? Wie? Eigentlich ganz einfach. Also alles geht am Ende doch in das Tascam. Ist ein 4-Spur-Rekorder noch mit drin, den ich relativ selten nutze. Das Rack ist erstmal nur so daneben gestellt. Das ist alles noch gar nicht irgendwo in Funktion. Und von dem Tascam-Teil nehme ich das dann direkt auf PC auf oder auf Tape, wie mir das am meisten Okay, dann quasi hier rüber zum PC. Genau. Irgendwie Kompressoren, bla, irgendwie hast du ein Mischpult irgendwas drin? Weniger. Ich nehme die Sachen meistens so auf, wie sie passieren. Das ist im Grunde Situationskomik eigentlich. Okay. Du bearbeitest deine Songs dann quasi nachher digital am Rechner? Danach dann ja. Wenn das Okay. digitalisiert wird, wird natürlich geguckt, wo ist irgendwie was nicht passt oder so. Aber meistens ist es einfach quasi live eingespielt und dann halt vom Klang noch ein bisschen verfeinert, irgendwie verbessert und von der Qualität. Aber so, das rohe Produkt, was ich eingespielt habe, manchmal kommt noch Echo drauf und dann ist es gut. Das ist alles. Mit welchem Programm nimmst du auf? Ganz einfach, Audacity. Mit Audacity? Ja, Okay. das Einfachste vom Einfachen. Okay. Am liebsten nehme ich natürlich auf Tape auf. Okay. Aber Mit dem Tascam dann direkt? teilweise mit dem Tascam oder mit meinem alten Tape-Deck, wo das noch ging. Das hatte dann so eine Karaoke-Funktion teilweise noch mit Echo. Und da konnte man auch noch einige Spielereien mitmachen, aber das ist Okay. ja momentan nicht mehr vorhanden. Deswegen inzwischen PC Ja. oder Mac natürlich. Bei dem Tascam hast du nur 4 Spur oder? Das ist ein stinknormaler 4-Spur-Rekorder, Rekorder. Okay. Alles klar. aber selten. Benutze ich wirklich selten, nur für Mischpult derzeit. Alles andere geht direkt dann irgendwie zu Audacity oder auf Tape. Okay. Und wie funktioniert das mit deinen Synthesizern live? Wie ist denn da dein Setup? Ja, live würde das so nicht funktionieren, deswegen, also live ist in weiter Ferne, deswegen. Das ist dann eher zu Hause und mehr Konservenmusik. Schaffst du das nochmal? Das dürfte so das erste oder zweite Lied überhaupt gewesen sein, was ich mit dem Ding gemacht habe. Das ist sehr alt. Und unten sind das einfach die einzelnen Pattern, die durchlaufen. Genau, oder? hier hast du die Töne, hier ganz die Länge dann noch und ja. Der Sound kommt jetzt aber direkt vom Monitor irgendwie. Das, Also, ja, ja. okay. Ja. Stark.
Früher, mein Junge. Oder das ist jetzt von dieser oberen Kiste hier oben, von der oberen Kiste ist das? Das ist ein ganz normaler Commodore 64 2 mit SD-Kartenlaufwerk dann, aber da ist jetzt nicht angeschlossen. Okay. Das Ganze kommt vom Amiga 1400. Der noch einen kleinen Monitor dran hat, oder was? Genau. Ja, das ist so stark. Zum Mitnehmen. Sag mal, du hast doch noch einen alten Sowjet-Synthesizer, den du schraubst? Alten Sowjet-Synthesizer. Oder was ist denn für DDR-Synthesizer? DDR-Synthesizer. Das Projekt liegt momentan so ein bisschen auf Eis, weil er ist noch im Erzgebirge. Okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du diesen Synthesizer aus den Platinen und Krimskrams von Grund auf selber nachgebaut, oder? Ja, auch mit Hilfe von Freunden teilweise bei Sachen, wo ich mich nicht ausgekannt habe. Aber ja, Platinen bei eBay bestellt. Mhm. Dann ist mir geholfen worden, das Ding überhaupt erstmal an Strom zu bekommen, weil Stromsachen bin ich immer noch sehr vorsichtig. Ja. Ja, und dann Bedienpanels nachlöten, halt die ganzen Sachen irgendwie reproduzieren auf eigene Art und Weise. Okay. Und das ist ein Tyracon, heißt der, ne? Das ist ein Tyracon, genau. Okay. Im Grunde wie ein Polysix, ähnlich. Poly 800. Okay. Einerseits komponierst du an den Synthesizern direkt, nimmst es dann, mischst es am Mischpult ab und nimmst es dann auf dem Rechner auf. Genau. Hast aber andererseits deinen digitalen Teil, an dem du direkt am Rechner komponierst, Multitrack. Mit den Sachen. Das ist halt die andere Seite. Das ist so die strukturierte Seite und da drüben, das ist dann Chaos. Okay. Und du benutzt sogar Gameboys, ne? Hast aber irgendwie. Ich benutze Gameboy, ich benutze Nintendo DS mit Korg DS, dann die Schneider CPC. Das ist der hier, glaube ich, das ist der Genau. DS war. Genau. Okay. Ich nutze die Schneider CPC mit einem DDR-Orgelprogramm mit Rhythmus. Blöde Frage, kommt immer wieder, aber PC oder Synthesizer? Synthesizer. Synthesizer, analog, ja? Obwohl du so viele 8-Bit und alte Krimskrams-Kisten hier rum hast, Schneider PC. 8-Bit ist okay noch. Aber wenn, dann wird die Synthesizer. Ja. Okay. Also definitiv weder VST-Plugins noch irgendwas. Nee, mag ich nicht so ganz. Ich brauche irgendwas zum Anfassen, zum Rumschrauben und nichts Virtuelles. Das macht mir keinen Spaß. Also jetzt hier persönlich, was würde einem Synthesizer noch fehlen? Vielleicht, was ich noch toll finde. Ja, ist schwierig. Ja, die Korg Polys finde ich ganz nett noch. Aber ist ja eigentlich auch durch den Microkorg schon ein Stück abgedeckt jetzt so. Den Roland JP 8000 und natürlich der SH101. Den finde ich auch noch ganz nett. Aber ansonsten alles da. Gibt es etwas an Synthesizern, an Musizieren selbst, was du noch nicht kannst, wo du sagst, das würde ich noch gerne lernen? Da müsste ich noch ein bisschen Zeit investieren. Es gibt vieles. Niemand ist perfekt irgendwo und ich hätte jetzt irgendwie, natürlich, ich will perfekter spielen. Man findet immer Fehler bei sich selbst. Jetzt richtig Fehler benennen. Es würde entweder zu lange dauern oder ich kann die einfach nicht benennen. Ich mache halt einfach drauf los und gut. Okay. Dann bedanke ich mich. Bitte, bitte. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, das war das erste Mal, dass ich sowas mache. Falls ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare rein. Falls ihr irgendwie Wünsche habt oder noch irgendwie was hätte noch besser beleuchtet sein sollen. Ich finde jetzt im Nachhinein, wo ich mir das nochmal alles angeschaut habe, dass die Synthesizer, die einzelnen Synthesizer nicht ausreichend besprochen wurden. So zum Beispiel warum der Microkorg oder warum der Vermona Synth und was ist der Unterschied von dem Vermona zu dem Moog Prodigy und so weiter. Das hätte ich gerne noch ein bisschen ausführlicher gemacht. Ich habe euch jetzt aber gleich, blende ich eine Liste ein von allen Synthesizer, die jetzt in dem Video zu sehen waren.
Ihr könnt euch dann selber nochmal dazu reinlesen, falls es euch genauer interessiert, oder auch in den Kommentaren unten einfach mal, welcher Synthesizer hat euch am besten gefallen. Mein Favorit zum Beispiel war der Moog Prodigy, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, wobei ich auch diese ganzen 8-Bit Synthesizer, 8-Bit-Geschichten ganz interessant fand, weil ja, ich sowas hier gar nicht zu Hause habe und überhaupt nicht bewandt bin mit sowas irgendwie. Ich könnte da mit so einem alten Atari oder Commodore oder wie sie alle heißen, könnte ich gar nichts anfangen. Erstmal müssen wir auch erst voll einarbeiten. Der Moog hat mir gefallen. Ich habe da auch ein bisschen damit rumgespielt, weil er recht einlädt zum Experimentieren, nicht zu viele Knöpfe, er schlägt dich nicht so, also gerade für einen Anfänger finde ich, ist er sehr, sehr schön, lädt ein zum Experimentieren. Ja. Links zu Svens Musik findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, klickt hier auf YouTube auf Abonnieren oder besucht Facebook. Links findet ihr auch unten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.